Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. In dieser Folge geht es um die Rückfahrkamera. Ich habe mir eine neue gekauft bei Amazon für unter 40 Euro. Was das Teil kann, schauen wir uns jetzt an. Ja, erstmal packen wir das Gerät jetzt aus. Das Teil ist von Tomoya, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, soll aber gut sein, hat beste Bewertungen bei Amazon bekommen. Beschreibung erstmal an die Seite, brauchen wir erstmal nicht. So, und hier lacht uns schon so ein kleiner Bildschirm an. Der sieht schon mal ganz nett aus. Qualitativ ganz gut verarbeitet, würde ich sagen. Ähnelt so ein bisschen von der Größe her diesen portablen Navis, die man von früher her kennt, die ja mittlerweile eigentlich keiner mehr nutzt. Dann haben wir noch dabei ein Stromversorgungskabel. Noch ein Stromversorgungskabel. Noch ein Kabel. Ja, das scheint allerdings hier ein Videokabel zu sein, für die Datenübertragung. Das ganze Teil ist kabelbasiert, es ist keine Funkkamera. Ich hatte schon Funkkameras und die, ja, die sind von der Qualität her, von der Bildqualität her miserabel. Darum habe ich jetzt mich hier für so ein kabelbasiertes System entschieden. Hier haben wir einmal noch einen Saugnapf mit dabei für die Montage in der Frontscheibe. Das ist dann mal die Kamera selber. Da sind noch so Infrarotlämpchen mit dabei, um so eine Art Nachtsichtmodus hier ja, sicherstellen zu können. Ob das wirklich was taugt, weiß ich nicht. Das werden wir alles ausprobieren. Und dann haben wir noch so ein paar Abzweigverbinder, Kabelpiraten mit dabei. Und ja, dann versuchen wir das ganze System mal irgendwie zum Laufen zu bringen. Wir testen jetzt das erstmal hier auf die schnelle Art und Weise, verbinden das hier mal über den Zigarettenanzünder. Erstmal packe ich den Saugnapf aus, dass wir das hier auch so ein bisschen befestigen können in der Frontscheibe. Mal lösen. Kann man das Ganze runterklappen hier und dann wird das hier hinten einfach in diesen Monitor eingehakt und dann mit dieser Kontermutter hier befestigt. So, das soll reichen. Wir wollen es mal ausprobieren. So, der Monitor hängt schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch Strom. Den hätten wir auch. Und dann müssen wir irgendwie die Kamera mit dem Monitor noch verbinden. Und das machen wir mit diesem Datenkabel hier. Da sind so 4 Anschlüsse drin. Sehr filigran. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist so klein. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht irgendwie verdreht, wenn das Ganze zusammengesteckt ist oder so. Die sind sofort krumm, garantiert. Das ist eine ganz feine Geschichte hier. So, den Teil da rein. Den anderen Teil hier zum Monitor. Und dann muss unser Stromkabel hier an diesem Datenkabel, da ist auch gleichzeitig so eine Buchse dran, da angesteckt werden. Und dann starten wir das ganze System. Und da haben wir auch schon ein Bild. Und das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. So, da könnt ihr euch selber sehen. Das macht doch einen guten Eindruck. Klar ist keine HD-Auflösung,
aber zum Rückwärtsfahren reicht das allemal. Ja, praktisch müssen wir jetzt nur noch die Kamera nach hinten bringen irgendwie und am Kennzeichen irgendwo in der Richtung befestigen, vielleicht auch oben drauf, ich weiß es noch nicht ganz genau. Und dann müssen wir dieses ewig lange Kabel hier verlegen. Und ich hoffe, das reicht aus bis hinten zu unserer Kamera. Das schauen wir jetzt. In der Zwischenzeit ist das Kabel verlegt. Der Bildschirm hat auch nochmal den Platz geändert. Der ist jetzt links neben das Lenkrad gezogen. Das hat hauptsächlich den Hintergrund, dass das Kabel, was dabei ist, welches die Kamera mit dem Bildschirm verbindet, gerade so ausreichend ist für die Länge von unserem Wohnmobil. Wir sind hier bei einer Länge von ungefähr 5,50 Meter, 5,60 Meter über alles. Das Kabel hätte auf gar keinen Fall kürzer sein dürfen. Wir hatten hier schon wirklich Probleme, das so passend zu verlegen. Wir sind jetzt hier die A-Säule entlang gegangen. Sind dann hier oberhalb des Fensters praktisch an den Wasserschläuchen, die zur Therme führen und dann weiter durch die Schränke Badezimmer und bis hin zum Heckfenster. Da gibt es ja nochmal den Wasserschlauch, der dann hier praktisch zur Küche läuft. Da haben wir es entlang gelegt. Wir sind komplett an dem ganzen Wasserschlauch entlang gegangen bis zum Heckfenster. Sind dann hier oben wieder rausgekommen. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, da das Stückchen Kabel. Haben das hier oben durchs Fenster durchgelegt. Hier sind wir dann rausgekommen aus dem Fenster, haben das Kabel jetzt erstmal provisorisch fliegend nach oben verlegt zur Kamera. Die ist oben montiert, damit man auch die Anhängerkupplung im Blick hat, macht das ganze Ankuppeln von Anhängern deutlich leichter. Ja, und so haben wir das jetzt erstmal getestet. Und ich muss sagen, das System hat sich wirklich schon bewährt. Wir waren damit jetzt im Südseecamp und ich habe das Gerät so angeschlossen, dass ich das wirklich nur hier über den Schalter an dem Stecker für den Zigarettenanzünder ein- und ausschalte. Das hat den Vorteil, wenn ich das so mache, kann ich die Kamera während der Fahrt einfach komplett mitlaufen lassen und das System ersetzt mir so ein bisschen den Rückspiegel und den Blick nach hinten. Wenn ich das jetzt nur an die Rückfahrscheinwerfer gekoppelt hätte, würde die Kamera praktischerweise immer dann angehen, sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Heißt aber auch, während der Fahrt bleibt die Kamera einfach aus. Ich kann nicht sehen, was hinter mir passiert. Und wenn ich dann möchte, kann ich sie halt einschalten. Jetzt so, wie es ist. Und wenn nicht, lasse ich sie einfach aus. Man ist da ein bisschen flexibler. Ich fand es jetzt so besser. Das kann man aber machen, wie man möchte. Für beides sind Kabel mit dabei. Das Bild der Kamera ist wirklich hervorragend. Für den Preis kann man da überhaupt nicht meckern. Sehr klares Bild, klar keine HD-Qualität, aber wirklich scharf für so eine kleine Kamera. Deutlich besser als bei Funkkameras. Und ich würde mich da wieder für entscheiden, ganz ehrlich. Für die 40 € kann man es gar nicht besser haben. Ich zeige euch das Bild nochmal eben. Das rote, was ihr jetzt da seht, ist unser Anhänger. Ich laufe jetzt mal eben nach hinten und dann könnt ihr mal sehen, wie bewegte Bilder aussehen. Dadurch, dass ich jetzt mit der Kamera von dem Bildschirm abgefilmt habe, sieht die Qualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter aus als in echt. In Wirklichkeit sieht das echt gut aus, das Bild. Also ich kann euch das Produkt nur empfehlen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und ja, wer sowas auch haben möchte, der schaut am besten mal rein. Also wirklich ein tolles Teil für 40 €, da macht man nicht viel verkehrt. Ich kann es euch nur empfehlen. Daumen hoch für so ein Produkt. Ja, an der Stelle sage ich recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmcamper.